Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euren Heli von der Werkbank zum Erstflug bekommt. Dieses Video richtet sich insbesondere an Hobby-Einsteiger, denen ein Überblick über den kompletten Prozess hilft. Oder aber an Piloten mit Erfahrung, die wissen möchten, wie das mit dem Graupner-System läuft. Schließlich ist die Einrichtung bei jedem Fernsteuersystem etwas anders. Und wie immer gibt es auch hier verschiedene Wege zum Ziel. Dieses Video ist also nur ein Beispiel, wie man es machen kann. Um eine gute Grundlage und später ein gutes Flugverhalten zu haben, ist es wichtig, dass ihr mechanisch alles so exakt und symmetrisch wie möglich einstellt. Die Servohörner sitzen passend zur Servomittenstellung, alle Anlenkungen sind im 90-Grad-Winkel zueinander und die Taumelscheibe steht 90 Grad zur Hauptrotorwelle. Da die meisten Helis hinten etwas höher stehen, stelle ich meine Mechanik immer auf ein paar Holzklötze. So stelle ich sicher, dass die Hauptrotorwelle exakt senkrecht ist. Das wird nachher noch wichtig, wenn wir die Rettung des Flyballast-Systems kalibrieren möchten. Wenn ihr einen 3D-Drucker habt, könnt ihr euch auch die Heli-Einstellhilfe von mir ausdrucken. Link ist unten in der Beschreibung. Damit könnt ihr euren Heli schnell und bequem ausrichten. Anstatt den Flugakku aufzuladen und zu riskieren, dass der Motor anläuft, verwende ich gerne mein Ladegerät als Spannungsquelle für den Empfänger. Die Kanäle habe ich wie folgt verplant. Auf Kanal 1 bis 3 liegen die Taumelscheibenservos, auf Kanal 4 das Heckservo, auf 6 das Gas, also der Regler. Auf Kanal 9 kommt die Telemetrie des Reglers. Diese Kanäle sind fix vorgegeben. Nun habe ich noch zweimal BEC-Strom und meinen Pufferakku. Den Pufferakku schließe ich nun auf dem noch freien Kanal 8 an. Ein BEC-Kabel kommt auf den freien Kanal 5 und nun könnten wir das zweite BEC-Kabel auf 7 legen. Damit wären dann alle Kanäle belegt. Da es aber Sinn macht, den Strom da zu haben, wo er auch gebraucht wird, also vor allem bei den Servos 1 bis 4, lege ich die zweite BEC-Leitung lieber zusammen mit dem Servo auf den zweiten Kanal. Soweit der Plan. Bevor wir irgendwas im Heli mit Strom versorgen, legen wir erstmal ein neues Modell im Senderspeicher an. Wir verwenden hierbei den manuellen Modus und nicht den Assistenten. Um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln, klicken wir im Sender auf Basis und dann auf Send Set. Jetzt geben wir aber erstmal Strom auf den Empfänger, um ihn mit dem Sender zu koppeln. Nach etwa 15 Sekunden beginnt die LED des Empfängers rot zu blinken. Nun ist er bereit fürs Binding. Nun klicken wir einfach auf das Suchfeld bei RX1. Sobald hier ein Wert angezeigt wird, ist der Empfänger gebunden. Die LED am Empfänger leuchtet nun konstant grün. Als erstes wollen wir den Motor-Aus-Schalter programmieren. Also klicken wir auf Basis und dann M-Stop und weisen erstmal einen Schalter zu. Dazu klicken wir auf GS und bewegen den Schalter. Anschließend definieren wir die Motor-Aus-Position. Zuletzt heben wir noch die Blockierung dieser Funktion auf, indem wir einmal auf Akt klicken. Nun werden wir künftig beim Einschalten des Senders sofort gewarnt, sollte der Motorschalter versehentlich eingeschaltet sein. Zusätzlich, quasi als zweite Sicherheitsstufe, verwende ich noch einen Gaslimiter per Drehknopf. Denn ein einzelner Schalter ist beim Tragen des Modells schnell mal versehentlich mit dem Jackenärmel umgelegt. Dazu gehen wir in das Menü Basis und dann auf GS Set und klicken auf das Feld bei Kanal 12. Dieser Kanal ist der Funktion Gaslimit vorbehalten. Anschließend drehen wir den gewünschten Regler, fertig. Zum Schluss überprüfen wir noch einmal die beiden Schalter auf ihre Funktion. Dazu gehen wir in den Servomonitor. Wenn der Motor-Ausschalter aktiv ist, wird auf Kanal 6 kein Gas ausgegeben. Erst wenn wir den Motor-Ausschalter deaktivieren und den Gaslimiter aufdrehen, erhält der Regler ein Signal. Wenn wir jetzt bei Vollgas den Gaslimiter schließen, sehen wir, dass das Signal wieder auf 0 geht. So soll es sein. Doppelt ist in diesem Fall sicherer. Kommen wir nun zu den Flugphasen. Aktuell ist der Gaskanal noch analog dem Pitchwert. Später werden wir jedoch eine Gasgrade einrichten.
Denn die Hauptrotordrehzahl soll ja immer einen konstanten Wert haben. Und da wir 2 oder 3 verschiedene Drehzahlen fliegen wollen, richten wir uns verschiedene Flugphasen ein, zwischen denen wir per Schalter im Flug wechseln können. Dazu klicken wir auf Funktion und dann Phase. Standardmäßig ist eine Phase bereits vorhanden, welche immer dann aktiv ist, sofern keine andere Phase aktiviert wurde. Mein Plan sind 3 Phasen, eine für Autorotation, eine für normalen Flug und eine hohe Drehzahl für 3D oder Kunstflug. Um nun eine zweite Phase für beispielsweise Autorotation hinzuzufügen, klicken wir auf Phase 2 und dann auf Neu. Da hier bereits als Name Autorotation steht, brauchen wir nur noch einen Schalter definieren. Dazu klicken wir in das Feld bei GS und bewegen den Schalter. Dann wählen wir aus, in welcher Stellung er auf diese Phase schalten soll. Nun fehlt nur noch eine dritte Phase für Kunstflug. Diese müssen wir jedoch noch entsprechend benennen. Also klicken wir auf den Namen und dann auf das Feld Nam. Nun können wir einen neuen Namen eingeben. Ich mache es kurz und schreibe einfach 3D. In welcher Phase ihr aktuell seid, seht ihr an dem grünen Text am oberen Bildschirmrand. Und weil wir nicht möchten, dass die Umstellung schlagartig erfolgt, stellen wir noch eine kleine Verzögerung ein. So ist der Übergang zwischen den Phasen etwas weicher und der Heli macht keinen Satz. Außerdem sollen uns die Phasen angesagt werden. Dazu klicken wir oben auf Set. Dann klicken wir für jede Phase auf das entsprechende Feld und suchen uns eine passende Ansage aus. Bremse auf Bremse, Klappfahrt, Lagen niedriger, mittlere Raten. Motor, Klappfahrt, Lagen niedrig, mittlere, hohe, Schleppflug, Autorotation. Motor, Klappen ein, Fahrwerk, Drehen, Lage, niedriger, mittlere, hohe Raten. Autorotation. Mittlere Raten. Hohe Raten. Bisher unterscheiden sich die Flugphasen jedoch noch nicht voneinander, abgesehen von ihrem Namen. Zeit also, die Gasgraden einzurichten. Dazu klicken wir auf Funktion und dann Gaskurve. Wenn wir nun die Flugphasen per Schalter umschalten, können wir zwischen den einzelnen Gaskurven bzw. Gasgraden wechseln. Beginnen wir mit Phase 1, also der normalen Flugdrehzahl. Diese möchte ich für den Erstflug bei 65% Regleröffnung haben. Ich klicke auf ST ein, dann auf Y-Achse und bewege den Pitchknüppel nach unten. Dann verändere ich den Punkt mit Plus und Minus auf den gewünschten Wert. Dasselbe für den Maximalwert, also Pitch nach oben und dann den Punkt runter auf 65. Nun schalte ich auf Phase 3, Kunstflug, und stelle die Gasgrade auf 80% Regleröffnung. Die genauen Werte werdet ihr später erfliegen. Manchmal hat man auch Vibration bei einer gewissen Drehzahl, aber 1 bis 2 Prozentpunkte höher sind diese dann verschwunden. Hier lohnt es sich, etwas zu experimentieren. Die Autorotationsdrehzahl stelle ich noch nicht ein, denn um den Regler einzulernen, brauche ich noch eine Gaskurve, die von 0 auf 100 geht. Dazu aber später mehr, wenn wir den Regler einlernen. Und wo wir schon dabei sind, definieren wir gleich noch einen Schalter, nämlich den für die Rettungsfunktion. Diese ist standardmäßig auf Kanal 5 des Hawk 18. Wir gehen also wieder zu Basis, GS-Set, dann Kanal 5. Klicken auf das Feld bei GS und bewegen unseren Schalter. Und da die Rettung nur aktiv ist, wenn der Wert über 100 ist, müssen wir noch den Servoweg anpassen. Dazu gehen wir auf Weg Limit, Kanal 5 und erhöhen den Wert auf 125%. Der Vollständigkeit halber setzen wir den Gegenausschlag auf 0%.
Das ist aber rein optional. Jetzt schauen wir uns zur Kontrolle die korrekte Funktion nochmal auf dem Servomonitor an. Nun möchte ich noch 2 Uhren einstellen, um mir die Flugzeit anzeigen zu lassen. Ich könnte nun im Basismenü auf Uhren klicken oder aber ich halte lange auf die jeweilige Uhr gedrückt, um die Einstellung zu öffnen. Die erste Uhr soll rückwärts laufen und mir einen Countdown von 8 Minuten anzeigen. Dazu stelle ich den Mode auf T- ein und den Alarm stelle ich auf 8 Minuten. Die Uhr soll parallel zum Motor gestartet werden. Daher verwende ich hier den Motorausschalter als Signalgeber. Also GS und dann den Schalter bewegen und die gewünschte Schaltposition markieren. Auch soll die Uhr stoppen, wenn ich den Motor wieder ausschalte. Daher noch den Schalter bei Uhr Stopp ebenfalls eintragen. Die zweite Uhr soll einfach vorwärts laufen, aber genullt werden können. Also langer Klick auf die untere Uhr, dann einfach denselben Schalter auswählen. Und zusätzlich noch den Schalter bei Uhr Rück hinzufügen. Zuletzt gehen wir noch mal kurz in die Failsafe-Einstellung. Diese werden aktiv, sobald die Verbindung zum Modell abbricht. Hier interessiert uns vor allem der Gaswert, also wechseln wir auf Seite 2 zu Kanal 6. Wir schalten den Mode von Halten auf Position. Mit dem Gaslimiter zugedreht klicken wir in das Feld und dann auf Set. Nun wird der neue Wert übernommen. Da diese Einstellungen ja bei abgebrochener Funkverbindung nicht mehr gesendet werden können, müssen sie auf dem Empfänger gespeichert werden. Dazu klicken wir auf SP. Nun werden die Werte im Empfänger hinterlegt. Okay, das war schon eine ganze Menge. Machen wir nun mit den Flybarless-Einstellungen weiter. Jetzt stecken wir die 3 Taumelscheiben-Servos ein, jedoch nicht das Heckservo, denn dieses hat einen anderen Mittenimpuls und den müssen wir erst im Flybarless umstellen. Um das Flybarless einzustellen, klicken wir auf Basis, dann auf Telemetrie und dann auf Einstellen anzeigen. Ich gehe jetzt nicht durch alle Einstellungen durch, sondern nur durch die wichtigsten. Fangen wir an. Modelltyp ist natürlich Heli. Den Zyklus kann man bei modernen Servos auf 10 Millisekunden verkürzen. Und auf Kanal 9 wollen wir die Telemetrie des Reglers anschließen. Also müssen wir dort Sensor auswählen. Als nächstes wechseln wir erstmal auf die letzte Seite, zur Achsenzuordnung. Dazu müssen wir ein paar Seiten überspringen. Neueinstellung setzen wir auf Ja und dann steuern wir Roll rechts ein und kippen den Heli anschließend nach rechts. Dasselbe mit Nick nach vorne. Steuern, kippen. Und mit dem Heck nach rechts. Dann kalibrieren wir die Lage. Dazu ist es wichtig, dass die Hauptrotorwelle exakt senkrecht steht, sonst wird später die Rettung nicht sauber funktionieren. Nun gehen wir eine Seite zurück
zu der Grundeinstellung. Drehrichtung rechts, Taumelscheibe 120 Grad und Servofrequenz auf 200 Hertz können wir so stehen lassen. Jetzt schauen wir, ob die Taumelscheibe bei Pitch ihre Höhe ändert. Die Richtung ist dabei erstmal egal, aber das tut sie nicht. Stattdessen haben wir hier eine Nickbewegung. Also erhöhen wir den Wert um 1 und schauen, ob es nun funktioniert. Jetzt kippt sie seitlich. Noch einen erhöhen. Aha, jetzt fährt sie auf und ab. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Richtung umkehren. Dazu wechseln wir kurz ins Basismenü und ändern die Richtung von Kanal 1. Dasselbe müssen wir in meinem Fall auch für Roll und Nick machen. Jetzt läuft die Taumelscheibe so, wie sie soll, und wir können zurück ins Flyverlist-Menü wechseln. Als nächstes wollen wir die Taumelscheibe exakt horizontal zur Rotorwelle ausrichten. Dazu habe ich mir im 3D-Drucker eine passende Taumelscheibenlehre gedruckt. Die Druckdaten findet ihr unten in der Beschreibung. Alternativ kann man auch eine kaufen oder mit dem Kabelbinder-Trick arbeiten. Jetzt verändert ihr den Wert so lange, bis die Taumelscheibe perfekt im 90-Grad-Winkel zur Hauptrotorwelle steht. Das macht ihr für Roll und Nick. Jetzt kann als nächstes der Rotorkopf montiert werden. Um die Blattverstellung komfortabel ohne Rotorblätter abzulesen, habe ich mir eine kleine Halterung für die digitale Pitchlehre ausgedruckt. Die Druckdaten dazu findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Jetzt stellt ihr Pitch auf exakt 0 Grad ein. Alternativ könnt ihr auch die 3 Anlenkgestelle etwas herausdrehen, müsstet aber dann die Ausrichtung der Taumelscheibe erneut überprüfen. Ich mache es mir hier also etwas einfacher. Als nächstes stellt ihr den maximalen zyklischen Ausschlag auf 8 Grad ein. Hierzu gebt ihr normalerweise vollen Rollausschlag und schaut, ob das Blatt über dem Heckrohr 8 Grad anzeigt. Damit ihr in diesem Video aber auch was sehen könnt, mache ich das jetzt mal mit dem Nickausschlag. Den Sender musste ich leider aus dem Bild nehmen, da ich sonst den Wert nicht ablesen kann, während ich ihn einstelle. Aber ich denke, ihr habt den Prozess verstanden. Da fehlt noch ein bisschen was, also erhöhe ich den Wert, bis ich die 8 Grad erreiche. Jetzt stellen wir den gewünschten maximalen Pitchwert ein. Mögliche Anhaltspunkte dazu findet ihr in der Anleitung von eurer Mechanik. Ich stelle hier 13 Grad ein. Wenn euch der Heli dann zu aggressiv ist, könnt ihr später über eine Pitchkurve die Werte wieder reduzieren. Ihr stellt einmal den Wert für den Pitchknüppel oben und einmal den für Pitchknüppel unten ein. Bei dem Taumelscheibenlimit kontrolliert ihr, ob bei kombinierten Maximalausschlägen von Pitch und Roll bzw. Nick die Taumelscheibe oder die Gestänge irgendwo anlaufen. Also ordentlich an den Knüppeln rumrühren und hören, ob die Servos komische Geräusche machen oder aber ob ihr visuell ein Problem erkennen könnt. Jetzt stelle ich den Blattspurlauf ein. Also ich kontrolliere, ob beide Blätter exakt denselben Pitchwert haben. Hierbei bin ich immer sehr genau. Wenn ein Blatt abweicht, ändert ihr einfach die Gestängelänge, bis es passt. Bei mir geht das hier recht einfach, da ich Turnbuckles habe. Alternativ müsstet ihr sonst einen Kugelkopf abmachen und halt rein oder rausdrehen. Beide Blätter sind jetzt identisch. Perfekt. Jetzt stelle ich das Heckservo auf die korrekte Mittelstellung. Welcher Wert der richtige ist, steht meist auf der Verpackung vom Servo, manchmal auch auf dem Servo selbst. Nun dürft ihr endlich das Heckservo anschließen. Und könnt gleich mal überprüfen, ob die Servorichtung stimmt. Also Knüppel rechts bedeutet bei mir, Heckschiebehülse muss nach links. Die Heckfrequenz ist soweit korrekt für mein Servo. Diesen Wert brauche ich also nicht zu ändern. Kommen wir zur Heckmitte.
Diese stelle ich so ein, dass die Heckschiebehülse ungefähr in der Mitte sitzt. Bei den meisten Mechaniken habt ihr dann einen Anstellwinkel von beispielsweise 3 Grad. Die Leistung des Heckrotors hängt nicht nur vom Anstellwinkel ab, sondern auch von der Übersetzung oder der Blattlänge. Aber um die Steuerung kümmert sich ja später das Flybarless. Eine ungefähre Mittenposition ist hier also ausreichend. Beim Hecklimit gibt es wieder 2 Werte einzustellen, nämlich die jeweiligen maximalen Endpositionen, ohne dass irgendwas mechanisch anläuft. Um zwischen den Werten zu wechseln, bewegt ihr einfach euren Steuerknüppel. Anschließend ändert ihr die Werte entsprechend. Kommen wir zur Rettungsfunktion. Hier stellen wir ein, in welche Richtung und wie weit die Taumelscheibe, also Pitch, fahren soll. Da ich eine Servoumkehr auf Pitch habe, muss ich hier einen negativen Wert einstellen, damit die Taumelscheibe entsprechend nach oben fährt. 60 bis 70 sind hier gute Anfangswerte, die ihr bei den ersten Testflügen dann noch anpassen könnt. Je größer der Wert, desto aggressiver steigt der Heli während der Rettung nach oben. Da ich die Rettung verwende, stelle ich das Logging auf 0. So könnt ihr euch per Telemetrie den Euler-Winkel anzeigen lassen. Kommen wir nun zur Heckempfindlichkeit. Diesen Wert muss man einfach erfliegen. Ist der Wert zu hoch, fängt das Heck an zu pendeln. Ich habe den Wert daher gerne flexibel auf einem Drehregler. So kann ich ihn während des Fluges anpassen, ohne ins Menü wechseln zu müssen. Daher gehen wir jetzt einmal in das Menü GS Set und verknüpfen auf Kanal 7 den Drehregler für die Heckempfindlichkeit und auf Kanal 9 den Drehregler für die Taumelscheibenempfindlichkeit. Nun gehen wir wieder zurück in die Einstellungen des Flybarless-Systems. Dort, wo wir den Wert verändern, klicken wir nun einfach immer weiter, bis der mit dem Drehregler verknüpfte Kanal auftaucht. Und so können wir den Wert dann später im Flug jederzeit anpassen. Dasselbe machen wir jetzt noch mit der Taumelscheibenempfindlichkeit und Kanal 9. Haben wir später unseren Wunschwert erflogen, können wir über die Servomittenstellung von Kanal 7 bzw. 9 diesen auf die Servomitte der Drehregler legen. Das ist praktisch, wenn man mehrere Modelle abwechselnd fliegt. So, jetzt können wir einmal das Flybarless auf korrekte Wirkweise überprüfen. Dazu nehmt ihr den Heli in die Hand und kippt ihn einfach mal zu allen Seiten. Die Taumelscheibe muss versuchen, diese Bewegung auszugleichen und horizontal zu bleiben. Und auch die Heckschiebehülse muss versuchen, ihre Position im Raum beizubehalten. Wenn ihr das Heck nach links bewegt, muss sie etwas nach rechts fahren. Jetzt entferne ich meine temporäre Stromversorgung und verbinde stattdessen das Regler-Empfängersignal und eine BEC-Leitung mit dem Flybarless. Beginnen wir als nächstes mit dem Einlernen des Reglers. Wir schalten auf unsere Autorotationsphase mit der linearen Gaskurve und deaktivieren den Motorstoppschalter und drehen den Gaslimiter auf. Anschließend stellen wir den Gashebel auf Vollgas. Nun verbinden wir den Akku mit dem Regler. Zuerst warten wir den Dauerintervallton ab. Wenn wir einen Bestätigungston hören, sind wir im Setup-Menü des Reglers. Nun stellen wir das Gas auf 0 und warten auf unseren gewünschten Modus. In meinem Fall ist das Modus 2. Um den auszuwählen, geben wir wieder Vollgas. Nach der Bestätigung Gas wieder auf 0. Nun ist der Regler scharf geschaltet. Jetzt können wir mal vorsichtig Gas geben. Achtet dabei bitte auf euren Heckrotor. Der Motor dreht sich, nur leider in die falsche Richtung. Aber das ändern wir gleich in den Reglereinstellungen.
So, ich habe jetzt den Regler mit dem USB-Adapter verbunden, klicke auf Verbinden und stecke den Akku an. Als erstes ändern wir die Drehrichtung des Motors. Die Zellenzahl des Akkus stelle ich auf 12 und die BEC-Spannung auf 8,4 Volt. Weiter geht's auf der nächsten Seite. Dort müssen wir die korrekte Magnetanzahl des Motors sowie die Übersetzung eingeben. Anhand dieser Werte kann die genaue Drehzahl berechnet werden. Die nötigen Daten findet ihr auf der Website des Motorherstellers und in der Anleitung eurer Mechanik. Auf der nächsten Seite wähle ich das korrekte Telemetrieprotokoll aus. Für Graupner ist das HOT. Und zuletzt kann ich noch Alarme einstellen. Hier interessiert mich vor allem der Alarm für die verbrauchte Kapazität. Ich fliege Akkus mit 5200 mA, also möchte ich gewarnt werden, wenn 3800 mA verflogen sind. Nun müssen wir die Änderungen noch auf den Regler schreiben. Und damit sind wir hier fertig. Kommen wir nun zu den letzten Einstellungen. Nachdem unser Regler eingelernt ist, können wir nun auch die Gaskurve der Flugphase Autorotation anpassen. Wir gehen wieder in das Menü für die Gaskurven, wählen mit dem Schalter die Flugphase Autorotation aus und ändern die Werte. Anstelle von 0 wähle ich 15%, so habe ich später beim Abbruch der Autorotation einen schnelleren Bailout. Kommen wir noch kurz zu den Einstellungen für Dual Rate und Expo. Damit können wir die Steuerausschläge beeinflussen, sie stärker oder schwächer, schärfer oder weicher machen und das natürlich für jede Phase einzeln definieren. Zuerst wähle ich meine Kunstflugphase aus. Dual Rate definiert die maximalen Ausschläge, aber da wir ein Flybarless-System haben, welches für uns die Ausschläge steuert, reden wir stattdessen eher von Drehraten, also wie schnell sich das Modell maximal um eine Achse drehen soll. Da dieser Heli relativ agil und leistungsstark ist, werde ich diesen Wert für den Erstflug etwas reduzieren, um mich nicht zu überfordern. Ich stelle also 90% ein und aktiviere vorher die gemeinsame Einstellung beider Werte mit Sym auf ein. Anschließend definiere ich den Expo-Wert. Dieser macht die Ausschläge, die Drehraten, um die Knüppelmitte kleiner bzw. sanfter. Ein guter Startwert für den Erstflug sind hier 20%. Dies müssen wir für alle 3 Achsen separat einstellen, also selbes Spiel für Nick und Heck. Und dann müssen wir das noch für die beiden anderen Flugphasen machen. Da wir jetzt den Expo-Wert im Sender definiert haben, ist es wichtig, dass wir den Expo-Wert im Flybarless-System auf 0 setzen. Nun ist die Programmierung abgeschlossen und ich kann die Kabel final verlegen. So, die Kabel sind final verlegt. Zeit für den Erstflug.